herzlich willkommen bei der Historischen Bergungsgesellschaft. In dem Video heute werden wir euch zeigen, wie wir mittels Elektrolyse Fundstücke von Rost befreien können. Wir brauchen für unsere Elektrolyse einmal natürlich das Fundstück. Das sehen wir hier mit Rostflecken an der Ecke der Münze. Um die Elektrolyse durchführen zu können, benötigen wir einmal Backpulver, alternativ geht auch Natron, ein Netzgerät, einen Becher und etwas Wasser. Als Stromquelle für unser Vorhaben verwenden wir ein altes ausrangiertes Netzteil mit einer niedrigen Voltzahl. Es ist deshalb wichtig, darauf zu achten, dass die Voltzahl relativ niedrig ausfällt, damit das Objekt später bei der Elektrolyse nicht beschädigt wird. Bevor wir nun dazu übergehen werden, die Elektrolyse aufzubauen, wollen wir uns nun noch einmal genau anschauen, welche Materialien wir dafür benötigen. Als erstes müssen wir uns handelsübliches Backpulver oder Natron besorgen. Danach benötigen wir eine Stromquelle. Diese können wir in Form eines ausrangierten Netzteils finden, welches eine geringe Spannung produziert. Das ist ganz besonders wichtig, damit unser Fundstück nicht beschädigt wird. Danach benötigen wir ein altes Eisen als Opferstück. Es sollte sich hierbei nicht um einen Gegenstand handeln, den wir irgendwann nochmal wieder verwenden wollen, da sich dieses Opferstück während der Elektrolyse auflösen wird. Viertens, wir benötigen einen Kunststoffbehälter, der uns als Becken für die Natron- bzw. Backpulverlösung dienen wird. Als letztes müssen wir uns Wasser besorgen. Optimalerweise sollte es hier nämlich destilliertes Wasser sein, damit unsere Natron- bzw. Backpulverlösung auch möglichst effektiv eingesetzt werden kann. Kommen wir nun zum Aufbau und den theoretischen Grundlagen. Bei unserer Elektrolyse benötigen wir, wie wir es gerade schon gesagt haben, ein Opferstück. Dieses wird an den Pluspol angeschlossen. Im wissenschaftlichen Sinne handelt es sich hierbei um eine Anode. Dann kommt natürlich das Objekt, was entrostet werden soll, und wird an den Minuspol angeschlossen. Hierbei handelt es sich wiederum um eine sogenannte Kathode. Anode und Kathode sollten sich gegenüberliegen, jedoch nicht berühren, da wir ansonsten einen Kurzschluss produzieren und das wäre natürlich nicht in unserem Sinne. Schauen wir uns jetzt den schrittweisen Ablauf der Entrostung an. Schritt 1. Mit Wasser und Backpulver stellen wir eine Lösung her. Schritt 2. Jetzt wird das zu opfernde Eisenstück mit dem Pluspol verbunden und in Schritt 3 das zu entrostende Objekt mit dem Minuspol verbunden. Kathode und Anode werden jetzt in das Kunststoffbecken gegeben und dieses Becken wird mit der Lösung aufgefüllt, die wir vorher aus dem Wasser und dem Natron bzw. Backpulver hergestellt haben. Hier nochmal der Hinweis, natürlich dürfen sie sich nicht berühren. Was auch noch vielleicht wichtig zu erwähnen ist, auch die Anschlüsse sollten oberhalb des Wassers liegen bleiben, damit der Stromfluss durch Kathode und Anode direkt geht und eben halt nicht durch die Stromzufuhr. Im 5. Schritt schalten wir die Stromquelle ein und beobachten nun genau, was passiert. Wie wir hier in Schritt 6 sehen, sollten wir nun nach einer Weile aufsteigende Bläschen an der Kathode beobachten können und diese zeigen uns an, dass die Elektrolyse erfolgreich begonnen hat. Das werden wir später im Video auch noch genau sehen. Wie man hier sehen kann, wird der Minuspol mit dem Objekt verbunden, das später gereinigt wird. Ich habe dazu eine kleine Vorrichtung aus Kupfer gebaut, die wir hier einfach drunter hängen. Die Leitung für Plus geht zu dem Eisenstück, was geopfert wird. Das Ganze kann man dann in dieser Form in unseren Becher einhängen und die Elektrolyse starten. Was wir noch als nächstes brauchen, ist das Wasser, in das ich
unser Backpulver eingemischt habe. Wir befüllen nun den Becher mit Wasser und werden dann unseren Versuchsaufbau da hineinhängen. Das Einzige, was wir jetzt noch tun müssen, ist den Strom anschalten und die Elektrolyse wird beginnen. Sieht man sich nun das Fundstück einmal durch das klare Glas ganz genau an, so kann man erkennen, dass dort einige Bläschen aufsteigen. Die Bläschen sind ein ganz eindeutiges Zeichen dafür, dass die Elektrolyse nun begonnen hat und das Fundstück vom Rost Stück für Stück befreit wird. Wir werden das Ganze jetzt über einen gewissen Zeitraum beobachten und sehen, welchen Fortschritt wir dabei erzielt haben. Seit wir die Elektrolyse in Gang gebracht haben, sind inzwischen einige Stunden vergangen. Und jetzt wollen wir einmal überprüfen, wie groß der Reinigungseffekt ist und welche Erfolge wir bis jetzt erzielt haben. Wie man vielleicht schon auf Entfernung erkennen konnte, hat sich das Wasser mittlerweile ein wenig eingetrübt. Das liegt einfach nur daran, dass der Rost, der sich an der Münze befunden hat, inzwischen ins Glas gefallen ist und wir an vielen Stellen schon das blanke Metall darunter sehen können. Was wir nun noch haben, ist der tiefer sitzende Rost, der sich in das Metall reingefressen hat. Wir müssen jetzt also noch ein wenig warten und wahrscheinlich wird in ein paar Stunden die Münze komplett gereinigt sein. Nachdem wir unsere Münze nun ungefähr einen Tag lang in der Elektrolyse gelassen haben, sehen wir, dass sich in dem Becher einige Schwebstoffe gebildet haben. Das ist unter anderem der gelöste Rost, aber auch etwas von dem Backpulver, das sich nun unten abgesetzt hat. Wir können die Münze jetzt also entnehmen und einmal überprüfen, wie inzwischen der Reinigungsvorgang vorangeschritten ist. Man sieht, dass sich vom Rost mehr oder weniger alles gelöst hat. Wenn wir die Münze nun auf ein Küchentuch tun und sie hier am Rande reinigen, dann werden wir erkennen, dass im Tuch viele schwarze Flecken hängen bleiben, die sich von der Münze gelöst haben, aber kaum noch Stellen vorhanden sind, an denen großartige Rostspuren zu sehen sind. Bei noch wesentlich genauerer Betrachtung können wir feststellen, dass noch einige Pünktchen auf der Münze verblieben sind, unter denen sich noch Rostausblühungen verstecken. Dort konnten wir aktuell mit der Elektrolyse noch nichts ausrichten, weil sie sich unter der Kupferschicht befinden. Wir müssen diese also erstmal mechanisch vorsichtig öffnen und könnten dann nochmal mit einer zweiten Elektrolyse den Rost entfernen, der auch darunter sich verbirgt. Erst wenn wir auch den Rost unter diesem Bläschen entfernt haben, wäre die Münze so weit vom Rost gereinigt, dass sie nicht weiter verrosten kann. Man könnte sie dann noch mit Wachs konservieren, um sie dauerhaft haltbar zu machen. Insgesamt kann man jedoch festhalten, dass durch die Elektrolyse ein sehr guter Reinigungsprozess eingetreten ist und die Münze nun schon wieder annähernd so aussieht, wie sie einmal ausgesehen hat.
Musik